Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Heute sind wir wieder beim Chris. Wir hatten ja gesagt im letzten Video, dass wir ein paar Videos bei ihm aufnehmen, da ja mein Router defekt ist momentan. Und heute widmen wir uns dem nächsten Thema. Heute ist nicht nur der Chris dabei, sondern auch der Edge. Schönen guten Tag. Guten Tag, servus. Freut mich, dass du dich auch hier vor die Kamera traust. Der Edge ist jemand aus der Holzfällerhütte, der, ja, wo bist du denn? Ja, also unteres Mittelfeld, ja. Der gute Edge hat den Chris hier besucht in deinem Urlaub, ne? Genau, ja. Und, wir sind Real-Life-Kumpels, also Sepp und ich. Wie lange schon befreundschaftet? Genau. War schwer, ne? 2004, 2005, so um den Dreh war das. Es ist 16, ja. 17 Jahre, glaube ich, ne? Ja, 18, 19 Hat so 4-5 Jahre gedauert, bis wir uns dann mal wichtig besucht haben. Ja, Real-Life-Friends erst ein paar Jahre später. Trotz der Distanz. Ja. Ja, also ist schon lustig. Auch in der Gilde hier ist halt echt cool. Deswegen hat man so minimal auch einen Bezug zueinander, sag ich mal. Ja. Ne? Und ja, wir haben heute ein Thema, das jetzt auch für euch jetzt vorgestern jetzt erschienen ist. Und zwar die Thematik ist aufgekommen im Forum. Das kann ich jetzt hier, glaube ich, im Video ein bisschen einblenden, aber sonst mache ich das ja immer über mein Fenster, sag ich mal, was ich dann ins Bild ziehe. Jetzt werde ich das vorlesen quasi. Es gibt eine Neuerung für die tägliche Abhakliste, die eventuell überarbeitet wird. Das ist bisher nur ein Vorschlag, also das Ding hier quasi, dass das überarbeitet wird. Denn, wie ihr euch vielleicht erinnert habt, gab es in der Vergangenheit mal so die Thematik, ey, der einzige Sinn, der zu dieser Abhakliste besteht, ist quasi, dass sie dich an deine täglichen Aufgaben erinnert. Aber es wäre doch cool, wenn du eine Belohnung bekommst, wenn du alle Quests pro Tag dann halt auch wirklich erfüllst. Also, dass du dann alles abarbeitest und dafür dann eine extra Belohnung bekommst. Und die Idee steht jetzt momentan gerade im Raum. Und da wollen wir ein bisschen heute mal zu dritt fachsimpeln diskutieren, ob das eine gute Sache ist, ob das eine schlechte Sache ist. Und da könnt ihr auch sehr gerne in die Kommentare mal schreiben, was ihr davon haltet. Ja? Deswegen, ich lese einfach mal vor. Und dann gucken wir mal, was wir dazu beizupflichten haben. Also, alternatives Feature für tägliche Aufgaben. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir die Abhakliste zum Abhaken und den Geheimauftrag des Tages interessanter und weniger monoton gestalten können. Mit mehr Varianz und einem Ziel, auf das man hinarbeiten kann, glauben wir, dass die Motivation gesteigert werden kann, sich den täglichen Aufgaben zu widmen und sie nicht mehr als lästiges Übel zu betrachten. Seht ihr das mittlerweile als lästiges Übel? Ist schwer zu sagen, weil von den meisten Aufgaben, die man ja macht, hat man ja was, wenn ich jetzt meine 10 Arena-Kämpfe mache. Ich will die ja machen, ich will ja die 10 Mal gewinnen, damit ich meine EP auch kriege. Also insofern ist es eher ein friendly Reminder, wenn ich raufgehe und dann denke ich mir, ich muss noch einen Kampf machen. Und dann gucke ich rauf und dann sehe ich, heute ist durch. Also ich habe schon öfter mal gehört, dass manche Sachen für manche Leute sehr lästig zum Abarbeiten sind. Mhm. Wenn es jetzt wirklich so an die Alu und sowas geht, dann denke ich mir so, okay, dann ist vielleicht der Zeitpunkt für dich gekommen, eventuell drüber nachzudenken, das Game aufzuhören. Ne? Wenn du irgendwas als lästig empfindest. So. Ja. Aber bei manchen Sachen, ne, gerade wenn man jetzt auch im Urlaub ist, dann, das ist nervig. Dann ist auf jeden Fall Shakes and Fidget spielen, denke ich mal, dann wollen wir Urlaub machen und halt eben nicht noch jeden Tag damit beschäftigt sein. Ne? Also bei mir ist es wirklich so, also ich spiele das Game ja auch schon seit 2011 und bei mir ist es mit Abhaken, es ist so, ich schaue nie rein. Ja, ich habe meine Daily-Routine, ich vergesse eigentlich nie eine Daily-Quest oder so und ich schaue nie rein. Also für mich ist es, das war durchs Update, dort sind wir dann noch weiter vorlesen. Denke ich, stand schon, ja. Das war bei mir früher auch so gewesen. Also ich habe auch nicht nachgeschaut. Und es gab ja früher auch gar keine Abhakliste. Da musste man gucken, was man alles hat. War es ja schon so alles gucken, ja. Genau. Aber für neue Leute vielleicht auch, die das Game noch nicht so lange zocken, war das eigentlich eine coole Neuerung. Ja, ich finde es bis jetzt eine gute Neuerung. Ich nutze es da jeden Tag. Ja. Und das Coole ist ja, das wissen vielleicht manche gar nicht, du kannst ja draufklicken und dann bist du direkt da, ne? Ja. Direkt beim Würfelspieler, wenn du noch die Quest zu erledigen hast. Habe ich zum Beispiel teilweise lange Zeit nicht gewusst. Aber ist cool. Also eine direkte Verlinkung zu den Aufgaben. So, das Konzept der täglichen Aufgaben. Folgende Anforderungen haben wir uns bei der Entwicklung des Events gestellt. Die Abhakliste zum Abhaken und der Geheimauftrag des Tages, das ist die Name, die wiederholen sollte durch das neue Feature vollständig ersetzt werden. Die Aufgaben der Abhakliste zum Abhaken sollen erhalten bleiben. Jedes Spielfeature sollte abgebildet und in Aufgaben verpackt sein. Es soll fixe tägliche Aufgaben geben, als auch zufällig generierte
Pakete mit verschiedenen Zielen, die mit dem Geheimauftrag des Tages vergleichbar sein sollen. Die Belohnungen der täglichen Aufgaben sollen an den Geheimauftrag des Tages angelehnt sein und ebenfalls mit den Köpfen der Hydra skalieren, was extrem heftig im Late Game ist. Die Hydra und der geheime Geheimauftrag sind ja wirklich neben dem Kalender-Level-Up die Einkommensquelle schlechthin für Late Game Spieler, weil über Akademie und Quests und was man sonst noch so bekommst du halt im höheren Levelbereich so jenseits der 650 nachher dann wirklich fast gar nichts mehr. Also ist schon wirklich sehr marginal, was es da gibt. So, ne? Neben den täglichen Aufgaben sollte es abwechslungsreichere Aufgaben geben, die der Spieler über einen Event-Zeitraum von Montag bis Donnerstag pro Woche erfüllen kann. Also wahrscheinlich so Daily und so Weekly. Ja. Genau, ist auch ganz cool. Finde ich ganz nice, muss ich sagen. So Sommersammelsurium-mäßig eventuell so aufgebaut, ne? Ja, die Parallele, da hatte mir auch Orambus geschrieben und sie hat das auch damit verglichen, mit dem Sommersammelsurium. Damit soll dem Spieler die Möglichkeit gegeben werden, auf etwas hinzuarbeiten und das Spielerlebnis abwechslungsreicher zu gestalten. Diese Aufgaben sollten meist eine übergreifende Thematik haben. Die Belohnungen der Eventaufgaben sollten abhängig vom jeweiligen Event sein. Allerdings sollte der Spieler sich hier ein weiteres Bier verdienen können, wenn genug Aufgaben abgeschlossen sind. Also ein weiteres Bier, 20 mehr Alu, ist schon saftig, oder? Also es ist zwar nice, aber wenn ich jetzt mal gucke, also was könnte es für Aufgaben geben? Da gibt es noch so ein paar Beispiele, was es für Aufgaben gibt. Ja. Und ich finde es halt schwierig, weil viele von diesen Aufgaben kann ich ja gar nicht mehr abhandeln. Ne? Also diese abhandelbare Abhakliste des abholbaren Abhakens. Ich kann da ja nicht Arena-Manager kann ich nicht mehr machen. Wenn ich Dungeons machen müsste, da würde ich eine Krise kriegen, weil dann geht mir was verloren für eine Sache, wo ich jetzt was aufholen will. Und da habe ich eben auch mit Pet-Fights oder so, habe ich ja keinen Content. Ich kann nicht mehr groß, ich meine, Fights kann ich noch machen, aber ich habe davon nichts. Füttern kann ich schon mal gar nicht mehr. Ich könnte die schon zum zweiten Mal auf 200 bringen. So. Ja, also jetzt greifst du ein bisschen vorab, sag ich mal, zu den ganzen Aufgaben, die vorgestellt werden. Aber es ist ja teilweise jetzt schon so, dass man zum Beispiel manche Sachen im Sommersammelsurium oder so gar nicht mehr angeboten bekommt, weil man diese gar nicht mehr machen kann, weil man das Feature schon durchgespielt hat, Pets oder Arena Manager oder so. Die bekommt, das war früher so, das war quatschig, dann wurde was geändert und jetzt ist es halt nicht mehr so. Ich kann euch mal ein paar Beispiele nennen für feste tägliche Aufgaben, dann gibt es halt auch noch so Weekly-Aufgaben zum Beispiel, aber wir fangen an mit den täglichen. Das sind so halt Sachen, die man macht. So 10 Bier in der Taverne trinken, gut, für Free-to-Play, ne, blablabla, aber da ist das auch egal, ob du nun das 10., 11. oder das 12. Ne? Das ist ja für Leute. 10 Mal Helden in der Arena herausfordern, das kriegt ja nicht mal jeder. Und herausfordern finde ich auch gut, muss man nicht mal gewinnen. Stimmt, ist ja nicht 10 Kämpfe gewinnen, sondern herausfordern. Ja. Also ist auch easy machbar, ist quasi, eine Stunde 40, wenn man jetzt so hochrechnen würde, an Tries, sag ich mal, wenn man jetzt alle 10 Minuten angreift. 20 Mal am Glücksrad drehen, Dämonenportal in der Gilde betreten, das wäre ein Punkt, der würde für viele zum Beispiel schon mal wegfallen. Keine Chance, So, das wären dann wahrscheinlich viele selbe Aufgaben, die dann man nachher im Late Game machen muss. Einmal gegen die Hydra in der Gilde kämpfen, ja, ist denke ich auch easy. Pet füttern ist easy oder manche können es halt wieder nicht machen. 5-mal gegen Pets anderer Helden kämpfen kann jeder. Ja, genauso wie Gegenstände beim Schmied zerlegen. Da muss man dann gucken, ist das denn jetzt worth für mich, sag ich mal, jetzt das Gold zu verschwenden. Ich glaube, wenn man jetzt, sag ich mal, so einer ist, der alles immer verkauft oder aufbewahrt zum Hexe verkaufen für doppelten Preis, dann zerlegt man ja die Sachen nicht mehr. Großartig, wenn man jetzt zum Beispiel das Equipment oder so jetzt neu hat oder auf 20 hat und da kann jetzt man nichts mehr upgraden, so, dann verkaufst du das so, das wäre quasi ein Verlust. Aber ich glaube, das wäre ein guter Tausch für halt eben ein extra Bier pro Tag. Das ist ein guter Tausch. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja. Dann haben wir, hatten wir noch? Dämonenportal in den Dungeons betreten, Gegenstand in die arkane Toilette werfen, ist auch das gleiche. Kann auch, ne? Ja. 10-mal Versuche bei Würfelspielern, auch easy, 5-mal Helden in der Unterwelt anlocken.
ja, ob jeder. Sich das lohnt oder nicht, ob du das alles schon gemaxt hast. Trotzdem tun. Genau. Das ist besser, als 10-mal in den Shops zu blättern. Ja, das auf jeden Fall. Solche Aufgaben waren zum Beispiel jetzt nicht mit dabei. Also so eine Sinnlosaufgaben wie beim Sommersammelsurium, ne? Also da sind die ja wirklich sehr quatschig, die Aufgaben. Aber da kann man auch gleich sagen, spende 10 Pilze. So. Ja. So, ist kein Epic-Event, ne? Du brauchst nichts Neues, so, aber es blättert trotzdem 10-mal. So, hä? Ja. Ja. Tägliche Spezialaufgaben, 4 zufällige Aufgaben, das ist nochmal ein extra Reiter hier. Einmal Bier in der Taverne trinken, 3-mal Bier in der Taverne trinken, also so ein Schrägstrich. Ja. 10-mal das Hauptattribut deines Chars steigern, 3-mal gegen eine bestimmte Klasse in der Ehrenhalle kämpfen, einmal Spieler mit bloßen Händen in der Ehrenhalle kämpfen, einmal Glücksrad drehen, 5-mal am Glücksrad, also da gibt es dann so Steigerungen, dann Kampf in der Arena gewinnen, 3-mal den Hütchenspieler gewinnen, einmal für den Kampf in der Gilde melden, Gildenangriff, Verteidigung, Raid, einmal Gegenstand in den Kessel der Hexe werfen, muss man eventuell auch wieder kaufen, denn wenn man nichts hat, zufälligerweise. Ja, aber geht ja auch was für Gold, also das kann man ja machen. Das gibt es ja jetzt auch schon. Ja. Von daher. 3-mal Pets füttern, einmal Pet-Habitat-Kampf bestreiten, also auch nicht gewinnen, einmal Gegenstand beim Schmied zerlegen, 10-mal eine Attraktion im Arena-Manager ausbauen. Kannst du halt, können manche auch nicht mehr bekommen dann. Einmal Abenteuerlust aus der Adventure-Matik in der Unterwelt abholen, kann auch jeder. Der die hat. Und dann haben wir noch, jetzt zum Schluss finde ich auch sehr interessant, das sind die Weekly-Aufgaben. Das sind halt auch Beispiele, kann halt auch erweitert werden, aber das ist jetzt erstmal zum Anfang so. 30-mal Kämpfe in der Ehrenhalle gewinnen. Also hier steht, können von Montag bis Donnerstag erfüllt werden. Ja, weil an den anderen Tagen ist ja Event. Genau. Dann. Also du hast jetzt quasi, wo jetzt keine Event-Tage sind, der war knapp, der Fight, ne? Den machen wir nochmal hier. Content auch ein bisschen zum Gucken auch mal, was... Wenn ihr uns nicht ansehen wollt, guckt euch das da an. Neben unserem Podcast hier, ist unter einem halben Podcast. Finde ich ganz nice, weil du hast jetzt am Wochenende die Events, auf die du dich sowieso schon unter der Woche freust, aber unter der Woche ist es nicht nur dieses stumpfe jeden Tag dasselbe machen, sondern halt auch ein bisschen was abarbeiten, bis zum Wochenende. Belohnt wirst dafür, ja. Generell, wie findet ihr das so? Also wie findest du? Ist doch von der Thematik her eigentlich eine ganz geile Sache. Also, dass von der Thematik, also, wo ich erleichtert bin, das hat der Chris schon erwähnt, dass da jetzt nichts auftaucht, machst so und so viele Dungeon-Kämpfe. Weil das wäre ein Arschtritt für jeden, der Dungeon spart. Genau. Und das ist ja, mittlerweile ist das doch eine richtig etablierte Strategie. Vor einer gewissen Zeit, da hat man gefragt, was ist denn hier Dungeon-Pause? Dungeon-Pause, das ist jetzt ein Begriff, ist das mittlerweile. Also das ist auf jeden Fall gut, ja. Und das mit dem Weeklies finde ich auch ganz okay. Du hast, finde ich, kaum extra Aufgaben, sag ich mal. Du hast Montag bis Donnerstag 30 Kämpfe und wenn du schön deine Liste abarbeitest, dann machst du ja schon mindestens 40 Kämpfe. Also du hast es automatisch. Also du nimmst es einfach mit, wenn du fleißig immer dein Daily Stuff runterballerst. Genau. Ja. Das ist was man so einfach so nebenbei Zapzarab mitnehmen kann. Aber man muss trotzdem immer ein bisschen gucken, was gerade zu erledigen ist. Oder? Ja, genau. Also das ist immer ganz nice. Das ist jetzt aber nur der erste von den Weekly, die 30 Kämpfe in der Ehrenhalle gewinnen. Also da haben wir Montag, Dienstag mit 4 Tage Zeit. 5-mal Kämpfe hintereinander in der Ehrenhalle gewinnen. Das kommt immer drauf an. Also auf meinem Main-Chart, ich habe keine Probleme damit. Da wäre es eher eine größere Herausforderung, verliere von meinen Ländern. Aber auf W50, wo das schon sehr kompetitiv ist und ich aktuell schon sehr weit vorne bin, dann würde es ja auch so Strategien so ein bisschen hervorbringen, ich mache mich mal nackig, ich lasse mich mal 1000 Plätze runterpushen und dann kämpfe ich da. Aber die Gretchenfrage ist hier, musst du wirklich einen der 3 aus der Arena nehmen? Ja, genau. Oder kannst du einen Spieler auswählen? Wenn du einen Spieler auswählen lässt, ist es auch Pillepalle. Ja, also Level 1 hier steht halt 5-mal Kämpfe hintereinander in der fett gedruckt Ehrenhalle gewinnen. Ehrenhalle. Also das heißt die Frage, Also es ist noch nicht so, dass man jetzt... Ehrenhalle, das ist Arena. Also es steht noch nicht Arena, ne? Also könnte sein. Also wir warten ab. Ja. Also ich würde es spannender finden, wenn es in der Arena wäre, weil Ehrenhalle, da gehst du, weiß ich nicht, gehst du auf Platz 50.000 und dann ist ja irgendwie auch langweilig. Also aber umgekehrt, das wird ja keinen Sinn machen. Umgekehrt lässt du dich selbst auf Rang 50.000 runterpushen und machst es dann. Ja, machst du das auch? Ich meine, du hast jetzt so viel Ehre mittlerweile, dass es dauert, bis du da ein bisschen runter... ne? Also ich versuche mal nebenbei hier 5-mal zu gewinnen. Wir sind jetzt bei Nummer 1. Dann haben wir 20-mal Kämpfe gegen eine bestimmte Klasse in der Ehrenhalle gewinnen. Das meine ich halt mit...
man macht ja sowieso sein Stuff, man nimmt das mit nebenbei, aber man muss halt eben auch ein bisschen gucken, dass man das Richtige macht. Die richtigen Gegner hat, damit man den Bonus kriegt, So, du musst halt bestimmt die richtige Klasse auswählen, denn auch kannst du zufällig schon abgearbeitet haben, wie beim Sommersammelsurium gibt es zum Beispiel auch irgendwie gewinne einen Edelstein aus der Mine oder so. Ne? Ja. Das kam jetzt ja gar nicht. Aber aber ist halt auch wieder vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass das gar nicht hier drin ist, weil was ist, wenn die im Ausbau ist und deine Mine ist noch nicht 25? Ja. Dann kannst du vor allem, wenn du kein Skipper bist. Ja, das ist das hatte ich ganz oft auf W50 tatsächlich, wo ich das noch nicht auf 25 hatte. So, wir sind jetzt übrigens bei dem dritten, ne? Das ist der dritte jetzt. Ja. Und dann haben wir vorerst erstmal die letzte Aufgabe, das ist 10 Ränge in der Ehrenhalle aufsteigen. Das ist auch interessant, ne? Das ist aber diese Strategie noch mehr, die ich gerade erwähnt habe. So, lass mich runterhauen, dann kann ich das wieder beides zusammen machen. Weil das ist ja auch nicht für alle möglich, so sag ich mal, weil die auf Platz 1 sind, die müssen ja erstmal runter. Eben. Du kannst ja nicht dann, ne, geht ja nicht. Ich kann auf meinem Main, kann ich nicht. Da denke ich zum Beispiel wieder an die Strider-Thematik, der nicht mal nackig gegen den Platz 2 auf seinem Server verlieren kann. Ja. Das heißt, der kann sich gar nicht droppen lassen. Das heißt, der würde dadurch wieder einen Nachteil haben. Und da gar keine Chance. Vor allem, ich habe auf meinem Main-Server, also mein Main ist auf einem S36-Server, da habe ich auch das Problem, ich bin Rang 10 momentan. Ja. Der Platz 1 ist, glaube ich, über 300.000 Ehre vor mir. Also, wie willst du das machen? Also, der Sitzstand freut sich, ja. Für ältere Server ein Problem, aber ich habe das Gefühl, die haben hier schon so ein bisschen mit die Serverfusion einkalkuliert. Das kann sein. Vielleicht, Dann knapp. Das war Kampf 4 gerade hier so nebenbei. Oh. Grüße geht raus an Graf Zahl hier an der Stelle. Auch Aufholer auf S31, sehr krass unterwegs. Ich entscheide mich für Luki. Ja, also. Wer hat nicht mal eine Waffe drin? Ja, Leute. Okay, dann haben wir 5 von 5. Gleich geholt. Aber ich finde, das macht die Sache spannender. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare eure Meinung dazu rein. Ich denke mal auch, das war jetzt erstmal so der Anfang, ne? Ich meine, jetzt passiert viel irgendwie, ne? Jetzt kam ja auch letztens gerade erst hier das neue Quest-System, was da überlegt wird, so, ne? Da muss ja auch schon ein Teil programmiert geworden sein, dass die überhaupt uns die Beta präsentieren können, so, ne? Also da geht's auch voran. Jetzt kommt das neue Quest, die neue Abhakliste, was ja irgendwo auch irgendwie ein Quest-System an sich so ist, aber nur auf andere Art und Weise, was die Events unter der Woche nochmal interessanter macht. Also es passiert was. Ja. Server-Merges. Ja. Auf jeden Fall. Und das ist ja so das große Plus, ne? Dass du das Gefühl hast, dass man, weil man spielt und eben was macht, auch was davon hat wirklich, dass es belohnt wird. Das fehlt so ein bisschen. Das ist ein guter Ansatz. Mal gucken, wie es dann real wird, weil je nachdem, was die Voraussetzungen sind, ist es halt unterschiedlich, es zu schaffen. Ne? Da bin ich gespannt. Ja, also entweder gar nicht zu schaffen oder unter beschwersten oder schwersten Bedingungen. So, ne? Also da, mal schauen. Also, aber eure Meinung erstmal so? Eine gute Sache. Ja, auf jeden Fall. Es sind für mich halt noch 2 Sachen offen. Natürlich die Basis-XP, wie krass ist das? Was hat das für einen Impact im Verhältnis zur jetzigen Geheimauftrag natürlich? Und was ich jetzt nicht ganz durchgelesen habe, vielleicht stand es aber auch in der Patch Notes drinnen, wenn du jetzt nochmal 5 zusätzliche Aufgaben hast, musst du dann wirklich alle machen, oder kannst du sagen, ich mache 4 und die andere, okay, die brauche ich nicht, um das extra Bier zu kriegen? Ich kann mir vorstellen, dass es auch da wie Sommersammelsurium ist. Dass du nicht alles brauchst, ne? Eben, das meiste, das wäre ja noch okay, sag ich mal. Ne? Genau. Dass du noch ein bisschen eine Auswahl hast. Ja, was so ein bisschen so einen Charakter auch hat von, in anderen Spielen gibt es ja so Saisonreise, um einen Battle Pass zu erfüllen, und das geht schon in die erste Richtung da so ein bisschen. Da musst du ja auch da kriegst du ja auch einen Katalog an Aufgaben und musst eine gewisse Punktzahl erreichen, und wenn du eine gewisse Anzahl hast, hast du die Punktzahl schon, du musst nicht alle Aufgaben da machen. Okay. Ich glaube, jetzt lose ich meinen ersten Fight. Das ist schon Endstufe hier. Aber wir sind übrigens bei 7 in a row gerade hier. Der höchste vom Server. Ja. 525 hier. Bisschen Kritten noch. Oh. Ja, schade. Ja, da hat Ignils Sohn nicht platt gemacht. Ja, ist das so? In Fairy Tail ist Natsu der Sohn von Ach, das gibt es ja nicht. Da kriegt man noch ein bisschen Background-Info hier noch. Ja. Lernt man noch ein bisschen was, aber sehr knapper Fight. GG an der Stelle. Ja, und dann würde ich sagen, mit dieser Beendigung der Streak
beenden wir auch das Video. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu dieser ganzen Thematik sagt. Ich lese mir das sehr gerne durch und gucke mir das an, wie ihr das findet. Aber ich finde es erstmal wieder mal ein Schritt in eine richtige Richtung. Es ist frischer Wind und es lockert so ein bisschen dieses pure Questen und Warten aufs Wochenende auf. So, und das finde ich eigentlich ganz nice, muss ich sagen, im Ansatz erstmal. Wie es dann nachher umgesetzt wird, ist dann die andere Sache, ne? Aber generell, erstmal viele Ansätze von Playa sind immer nice. Meistens ist die Umsetzung irgendwie immer das Problem, wo es oft hakt. Idee ist nice, Umsetzung ist entscheidend. Genau, so darum geht's und ja, deswegen war es das erstmal soweit für das Video. Ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank, dass du hier dabei gewesen bist. Danke auch fürs dabei sein dürfen. Hat mich gefreut. Dankeschön fürs Bereitstellen des Setups hier mal wieder. Und das war's für das heutige Video. Ich verabschiede mich, wir verabschieden uns. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.